Wie wir sehen, fährt jetzt gerade einer unserer beiden Portalkränen vorbei. Diese bestückt den Umbauzug mit jeweils 30 Schwellen, versorgen somit die Maschine mit Neustoffen, um das Gleis im Fließbandsystem auszutauschen. Mein Name ist Michael Lehmann, Bauleiter des Umbauzuges, Hersteller Matisa. Das Modell nennt sich P95. Wurde in der Schweiz hergestellt und uns 2010 übergeben. In dem nächsten Abschnitt des Umbauzuges sehen wir den sogenannten WES, wo das letzte Kleineisen gelöst wird, die die Schwelle mit der Schiene noch verbindet. Dieses wird durch 2 Mitarbeiter gelöst und auf ein Magnetförderband hinauf befördert in den WKERC, wo wir ca. 3 Kilometer Gleisbefestigung sammeln können. Unser Umbauzug hat an der Seite Fahrschienen, damit der Portalkran auf dieser langfahren kann. Wir haben auf dieser Baumaßnahme aktuell 20 Schwellenwagen vor uns, die wir stetig vorantreiben mit unserem eigenen Antrieb. Nun sehen wir unseren Posten 5, der von einem Bedienpersonal bedient wird, um dieses Altschwellenhandling zu bewerkstelligen. Manche Schwellen kommen schräg oder verdreht und er muss es so konditionieren, dass es genau 30 Stück sind, die der Kran wieder aufnehmen kann und nach hinten fahren kann, zum Versand fertig machen. Wenn die Maschine sich jetzt in Bewegung setzt, stehen wir genau an der Stelle, wo die Altschiene und die Neuschiene sich kreuzen tut und wir die Altschwelle aus dem Gleisbett herausdrehen. Man sieht auch wunderschön, wie diese Schwellen dann hochgehen. Dass sie schon 40, 50 Jahre im Gleisbett gelegen haben, merkt man. Wir fahren ca. 250 bis 350 Kilometer kontinuierlich die Stunde, damit man eine Tagesleistung von ca. 2000 Metern doch vollbringen kann. Jetzt sind wir an der Position Posten 3-4, wo die Neuschwellenablage gesteuert wird und die Altschwellenaufnahme passiert. Eine Kabine, wo 2 Personen drin sitzen. Der eine macht die Altschwellenaufnahme nur über Kamera. Also er sieht nur das, was die Kamera aufnimmt. Und der zweite Kollege sieht im Prinzip die Neuschwellenablage live und in Farbe. Jetzt sieht man schon wunderschön, dass die Altschiene gewechselt wird und wieder daneben liegt. Und die Neuschiene wieder in die neuen Schwellen eingefädelt werden an den sogenannten Posten 2. Der auch wieder von einem Bediener bedient wird. Er führt diese Schiene wirklich millimetergenau in die Rippenführungsplatte hinein. Diese Maschine kann ca. 8000 Liter Diesel aufnehmen. Das gewährleistet, dass wir 5 bis 7 Schichten auch ohne Tankvorgang arbeiten können. Dieser gelbe Wagen neben uns ist unser sogenannter Werkstattwagen. Wir haben dort drin alles vorrätig, Ständerbohrmaschine, Schweißgeräte, alles, was man so braucht. Ganz hinten liegt das neue Gleis nun da. Wir müssen unser Qualitätsmanagement auch selbst betreiben. Wir messen die Höhenlage, die Seitenlage, die Überhöhung nach für die nachfolgende Maschine. Die Bettungsmaschine kommt in diesem Fall nach uns. Sie arbeitet dann mit denselben Daten, die wir aufgemessen haben. Ja, und wenn wir jetzt das Gleis sehen, wir haben dies gewechselt, wie es sein soll.